Die Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta. Tafel 12. Das Gesetz von Ursache und Wirkung und der Schlüssel der Prophezeiung. Lausche, o Mensch, den Worten meiner Weisheit. Lausche der Stimme von Tod dem Atlanta. Überwunden habe ich das Gesetz der Raumzeit. Ich habe Wissen über die Zukunft der Zeit erlangt. Ich weiß, dass der Mensch in seiner Bewegung durch Raum und Zeit stets eins sein soll mit allem. Wisse, o Mensch, dass die gesamte Zukunft wie ein offenes Buch ist für den, der lesen kann. Alle Wirkung wird ihre Ursache hervorbringen, genauso wie alle Wirkungen aus der ersten Ursache entstanden. Wisse, dass die Zukunft nicht festgelegt oder stabil ist, sondern sich immer verändert, wenn eine Ursache eine Wirkung hervorbringt. Schau auf die Ursache, die du erschaffst, und du wirst sicherlich sehen, dass alles Wirkung ist. Am großen Anfang erwuchs die erste Ursache, die alles, was existiert, ins Sein brachte. Du selbst bist die Wirkung einer Ursache, und umgekehrt bist du die Ursache von anderen Wirkungen. Deshalb, o Mensch, sei sicher, dass die Wirkungen, die du hervorbringst, Ursachen sind von immer perfekteren Wirkungen. Wisse, die Zukunft ist niemals festgelegt. Sie folgt dem freien Willen des Menschen, der sich durch die Bewegungen der Raumzeit bewegt hin zum Ziel, wo eine neue Zeit beginnt. Der Mensch kann die Zukunft nur dank der Ursachen, die Wirkungen hervorbringen, lesen. Suche innerhalb der Ursache, und sicherlich wirst du die Wirkungen finden. Höre, o Mensch, wenn ich von der Zukunft spreche, spreche ich eigentlich von der Wirkung, die der Ursache folgt. Wisse, dass der Mensch auf seiner Reise zum Licht immer versucht, der Nacht zu entfliehen. Ja, aus der Schwärze der Nacht, die ihn umgibt wie die Schatten, welche die Sterne am Himmel umgeben, und wie die Sterne im Himmelsraum wird auch er aus den Schatten der Nacht herausstrahlen. Sein Schicksal soll ihn immer weiterführen, bis er eins ist mit dem Licht. Ja, obwohl sein Weg mitten in den Schatten liegt, erglüht doch immer das große Licht vor ihm. Wie dunkel der Weg auch immer sein möge, stets soll er die Schatten besiegen, die ihn wie Nacht umfließen. Weit in der Zukunft sehe ich Menschen als Lichtgeborene, befreit von der Finsternis, welche die Seele fesselt, im Licht lebend, ohne dass die Bindungen der Dunkelheit das Licht zudecken, welche das Licht ihrer Seele ist. Wisse, o Mensch, bevor du dies erreichst, fallen viele dunkle Schatten auf dein Licht und versuchen das Licht der Seele, die sich befreien will, auszulöschen mit den Schatten der Finsternis. Groß ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis, uralt und doch immer neu. Doch wisse, in einer Zeit weit in der Zukunft wird das Licht alles sein und die Finsternis wird untergehen.
Lausche, o Mensch, meinen Worten der Weisheit. Bereite dich vor, und du wirst dein Licht nicht binden. Die Menschheit ist hochgestiegen und auch wieder gefallen, wenn jeweils neue Wellen des Bewusstseins aus dem großen Abgrund unter uns zur Sonne ihres Zieles fließen. Ihr, meine Kinder, seid aufgestiegen aus einem Zustand, der nur gering höher war als der des Tieres. Bis jetzt seid ihr die größten aller Menschen. Doch vor euch gab es noch andere, die größer waren als ihr. Aber ich sage euch, ebenso wie andere vor euch gefallen sind, werdet auch ihr zu einem Ende kommen. Und in dem Land, das ihr jetzt bewohnt, sollen später Barbaren wohnen und sich auch ins Licht erheben. Die alten Weisheiten werden vergessen sein, doch immer weiterleben, obwohl den Menschen verborgen. Ja, in dem Land, das ihr Chem nennt, werden Rassen aufsteigen und untergehen. Vergessen werdet ihr sein bei den Menschenkindern. Aber ihr werdet euch zu einem Sternenraum weit jenseits des euren begeben und den Ort, wo ihr wohntet, zurückgelassen haben. Die Seele des Menschen wandert immer weiter, an keinen bestimmten Stern gebunden. Sie bewegt sich jedoch immer auf ihr großes Ziel vor ihr hin, wo sie sich im Licht der Gesamtheit auflöst. Wisse, dass du ständig weitergehst, getrieben durch das Gesetz von Ursache und Wirkung, bis am Ende beide eins werden. Ja, Mensch, nachdem du gegangen bist, werden sich andere an die Orte begeben, wo du gelebt hast. Wissen und Weisheit werden alle vergessen sein, und nur eine Erinnerung an Götter wird überleben. Genau wie ich für euch durch mein Wissen ein Gott bin, sollt auch ihr Götter der Zukunft sein, weil euer Wissen weit über dem ihren sein wird. Jedoch wisse, dass der Mensch durch alle Zeiten hindurch Zugang zum Gesetz hat, wenn er nur will. Kommende Zeitalter werden ein Wiedererblühen der Weisheit sehen unter jenen, die deinen Platz auf diesem Stern erben werden. Auch sie sollen zur Weisheit gelangen und lernen, die Finsternis durch Licht zu vertreiben. Jedoch müssen auch sie sich durch die Zeitalter hindurch sehr anstrengen, um selbst die Freiheit des Lichts zu erlangen. Viele, die in der Dunkelheit verstrickt sind, werden danach streben, andere vom Licht abzuhalten. Dann wird unter den Menschen der große Krieg ausbrechen, der die Erde auf ihrem Kurs erzittern lässt und erschüttert. Ja, dann werden die dunklen Brüder den Krieg zwischen dem Licht und der Nacht eröffnen. Wenn die Menschheit den Ozean wiedererobert und in der Luft mit Flügeln wie die Vögel fliegt, wenn er gelernt hat, den Blitz nutzbar zu machen, dann wird die Zeit des Krieges beginnen. Groß wird der Kampf sein zwischen den Mächten, groß wird der Krieg sein zwischen der Finsternis und dem Licht. Nation wird sich gegen Nation erheben, indem sie die dunklen Kräfte benutzt, um die Erde zu zertrümmern. Mächtige Waffen werden die Menschen auf der Erde auslöschen, bis die Hälfte aller Rassen verschwunden ist. Dann werden die Söhne des Morgens hervortreten, den Menschenkindern ihre Anordnungen geben und sagen:
O ihr Menschen, lasst ab vom Kampf gegen eure Brüder, nur so könnt ihr ins Licht kommen. Lasst ab von eurem Unglauben, o meine Brüder, und folgt dem Pfad und wisst, dass ihr Recht habt. Dann werden die Menschen von ihrem Kampf Bruder gegen Bruder und Vater gegen Sohn ablassen. Daraufhin wird die alte Heimat meiner Leute von ihrem Ort unter den dunklen Wellen des Ozeans wieder hochsteigen. Dann soll das Zeitalter des Lichts entfaltet werden, in dem alle Menschen nach dem Licht des Ziels suchen. Dann werden die Brüder des Lichts das Volk regieren, und die Finsternis der Nacht wird verbannt sein. Ja, die Menschenkinder werden sich vorwärts und aufwärts dem großen Ziel entgegenentwickeln. Kinder des Lichts werden sie werden. Ihre Seelen werden immer eine Flamme der Flamme sein. In dem großen Zeitalter sollen Wissen und Weisheit des Menschen sein, denn er wird sich der ewigen Flamme nähern, der Quelle aller Weisheit, dem Ort des Anfangs, der auch eins ist mit dem Ende aller Dinge. Ja, in einer noch ungeborenen Zeit wird alles eins sein, und eins wird alles sein. Der Mensch, eine vollkommene Flamme dieses Kosmos, wird sich weiter bewegen zu einem Ort in den Sternen. Ja, er wird sich sogar aus dieser Raumzeit hinaus bewegen in eine andere, jenseits der Sterne. Lange habt ihr mir zugehört, o meine Kinder, lange habt ihr der Weisheit von Tod gelauscht. Nun gehe ich von euch fort in die Dunkelheit. Jetzt gehe ich zu den Hallen von Amenti, um dort zu wohnen bis in die Zukunft, da das Licht wieder zu den Menschen kommt. Doch wisst, mein Geist wird immer mit euch sein und eure Füße auf dem Pfad des Lichts führen. Bewacht die Geheimnisse, die ich euch hinterlassen habe, und gewiss wird mein Geist euch durch das Leben führen. Haltet eure Augen immer auf den Weg zur Weisheit gerichtet und erklärt das Licht als euer immerwährendes Ziel. Fesselt eure Seele nicht in der Knechtschaft der Dunkelheit, sondern lasst sie frei schwingen auf ihrem Flug zu den Sternen. Jetzt gehe ich fort von euch, um in Amenti zu wohnen. Seid meine Kinder in diesem Leben und im nächsten. Die Zeit wird kommen, wenn auch ihr unsterblich sein und von Zeitalter zu Zeitalter als ein Licht unter den Menschen leben werdet. Behütet den Eingang zu den Hallen von Amenti. Bewahrt die Geheimnisse, die ich unter euch verborgen habe. Lasst nicht zu, dass die Weisheit vor die Barbaren geworfen wird. Ihr sollt sie geheim halten für jene, die das Licht suchen. Nun gehe ich fort, empfangt meinen Segen, schlagt meinen Weg ein und folgt dem Licht. Lass deine Seele sich mit der großen Essenz verbinden. Lass dein Bewusstsein eins werden mit dem großen Licht. Rufe mich an, wenn du mich brauchst. Nenne meinen Namen dreimal hintereinander. Ceketet Arelic Vomalaitis. Interpretation der Tafel 12. Tod hat die Zeit besiegt und hat deshalb die volle Erkenntnis des Gesetzes von Ursache und Wirkung.
Er konnte von den Wirkungen aus zu den Ursachen in der Vergangenheit zurückgehen und wusste, dass nichts zufällig geschieht und dass die Zukunft nicht vom Schicksal fixiert ist, sondern durch das Gesetz der Wirkung als Resultat einer vorgegebenen Ursache erreicht wird. Von der ersten Ursache bis zur weitesten Ausdehnung müssen sich alle Dinge gemäß dieses Gesetzes bewegen. Wenn der Mensch dies weiß, sollte er sich vorsehen, welche Ursachen er hervorruft. Tod spricht nun von der Zukunft, die den Ursachen entspricht, die jetzt gelegt werden. Das Schicksal des Menschen ist die letztliche Vereinigung mit dem Licht, selbst wenn er sich während materiellen Inkarnationen durch Dunkelheit bewegt. Wenn er von den zukünftigen Lichtgeborenen spricht, redet er vom 7. Zyklus und auch vom Chaos, das zuerst kommen muss, obwohl am Ende das Licht die Dunkelheit besiegen wird. Der Mensch war in vergangenen Zeiten in seiner Entwicklung hoch emporgestiegen, kam dem Sonnenstatus näher, und was vorher geschehen ist, wird wieder geschehen. Diejenigen, zu denen Tod sprach, würden überwinden und weiter voranschreiten, und ihr Platz würde von einer anderen Bewusstseinswelle, von einem niedrigeren Planeten eingenommen werden. Die alte Rasse würde mit der Zeit vergessen werden, und die Herrscher würden zu Göttern für jene, die später kämen. So war es mit Osiris, Horus und Isis. Die Seele des Menschen bleibt nur so lange auf diesem Planeten, bis er den ersten Grad der Erleuchtung erlangt hat. Dann wandert er weiter zur Venus, von dort zum Merkur und schließlich zur Sonne, wo er eins werden wird mit dem kosmischen Bewusstsein. Wenn sie verschwunden sind, wird das Wissen, das sie haben, von den Menschen vergessen werden, außer von denen, die als Wächter bestimmt wurden. Der uralte Kampf wird weitergehen. Der Mensch strebt ständig danach, das wiederzuerlangen, was er verloren hat. Es gibt einige, die in so großer Unordnung sind, dass sie danach streben, andere zurückzuhalten, aber das Licht muss die Dunkelheit besiegen. Ordnung verdrängt Unordnung, obwohl die Erde vom Kampf erbeben wird. Gemäß der Prophezeiung ist jetzt die Zeit gekommen, da dies geschehen soll. Die Prophezeiung auf dieser Seite ist so klar, dass kein Kommentar benötigt wird, außer zu sagen, dass wir jetzt in die Periode eintreten, von der gesprochen wird. Am Ende wird das Licht regieren, und der Mensch wird eins mit dem alles durchdringenden Bewusstsein und wird als Einheit in den höheren kosmischen Zyklus eintreten. Tod bereitete sich darauf vor, die äußere Erde zu verlassen und nach Amenti zurückzukehren, um seinen Körper unter das Feuer des Lebens zu legen, während seine Seele anderswohin geht. Wenn sich der Mensch wieder zum Licht erhebt, so verspricht er, dass er wiederkommen wird. Er bittet sie eindringlich, die Geheimnisse zu behüten, die er ihnen gegeben hat, besonders den Eingang zu den Hallen von Amenti. Wie gut sie ihr Versprechen gehalten haben, zeigt sich in der Tatsache, dass diese durch ihre Nachkommen noch immer bewacht werden. Öffne deine Seele den Brüdern des Lichts, lass sie herein, damit sie dich mit Licht erfüllen.
Erhebe deine Augen zum Licht des Kosmos und wende dein Antlitz immer zum Ziel. Nur dadurch, dass du das Licht aller Weisheit erlangst, bist du eins mit dem unendlichen Ziel. Suche immer das ewige Einssein, suche immer das Licht des Ziels.